wie du es auch schon gesagt hast, war wahrscheinlich der härteste Moment in meiner Karriere. Einfach weil man sich natürlich so sehr wünscht. Das hat mich einfach übermannt. Und es war sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Mein inneres Bauchgefühl und mein Herz haben mir einfach gesagt, okay, es könnte jetzt eventuell der Zeitpunkt auch sein, zu sagen, okay, das war's jetzt mit der Binde. Ich habe mir einfach vorgenommen, nochmal richtig anzugreifen, quasi all in zu gehen. Hallo aus San Diego, aus einer richtig wunderschönen Stadt, und wir sind gerade im Mannschaftshotel von Borussia Dortmund während des Trainingslagers, und für alle, die sonst immer Podcasts hören, heute, wenn ihr wollt, also das liegt wirklich in eurem Ermessen, könnt ihr uns auch sehen, entweder auf BVB TV oder natürlich auch auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund. Wer uns sehen will, kann das gerne natürlich tun. Manche werden sagen, wir hören lieber. Hör ich lieber zu, ja. Und Marco Reus ist zu Gast heute bei uns im Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Freue mich sehr. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Zeit mitgebracht. Habe ich, ja, natürlich. Das ist doch sehr gut. Erstmals bist du ja nicht in den USA, warst ja schon mal auch mal hier drüben. Wie findest du hier so in San Diego? Trainingsplatz gut, Hotel gut, alles in Ordnung? Ach, wunderschön, muss man sagen. Also wir haben uns auf jeden Fall sagen lassen, jetzt vom Gio zum Beispiel, dass San Diego ja eine der schönsten Städte hier in Amerika ist. Und muss sagen, auch vom Wetter her exzellent. Konnten jetzt noch nicht so viel von der Stadt sehen, aber ja, vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit. Und Trainingsbedingungen, alles drumherum passt sehr, sehr gut und kann man auf jeden Fall hier arbeiten. Wie war es so mit Jetlag? Und langer Flug, war ja über 11 Stunden. Und ja, wir haben ja ein bisschen Verspätung gehabt. Ich glaube, wir sind ja 3 Stunden, glaube ich, später losgeflogen. Und dann ja, war der Flug lang, aber er war okay. Also wir waren ja unter uns und so. Deshalb haben wir da ein bisschen mit Kartenspielen uns die Zeit vertreiben können. Und die erste Nacht ist immer sehr, sehr schwierig, weißt du selber. Und zweite Nacht habe ich sehr, sehr gut geschlafen. Und jetzt ja, hoffen wir, dass es so weitergeht. Was waren so die Beine nach den ersten Trainingseinheiten hier in den USA? Ich meine, die Saison rückt ja immer näher. Ja. Ist natürlich auch viel drumherum. Ne? Jetzt machen wir heute einen Podcast. Wir haben natürlich auch noch andere Aufgaben auf so einer auch Marketing-Tour, so muss man sie auch betiteln. Ja. Dazwischen ist so ein bisschen Fußball, da muss natürlich auch ein bisschen malocht werden. Ja. Was machen gerade so die Beine? Was hast du so für einen Eindruck von dir selbst? Gut. Ja? Also, wie du schon gesagt hast, wir haben ja nicht so viel Zeit. Bis zum ersten Pokalspiel und dann Ligaspiel kommst du eigentlich direkt wieder, hast direkt Saisoneröffnung und dann eine Woche später schon ein Pokalspiel. Von daher hast du nicht so viel Zeit und deshalb sollen und dürfen die Beine auch gerade müde sein und sind sie auch. Nicht nur aufgrund des Jetlags und des langen Fluges. Ja, ganz normal. Also ich kenne es natürlich jetzt schon ein bisschen länger und weiß da auch dementsprechend mit umzugehen. Von daher ist das alles in Ordnung. Bei den Jungs ist auch richtig anstrengend und so soll es auch sein. Ein bisschen dauert ja schon die Vorbereitung an. Merkst du einen Unterschied zu vielen anderen Vorbereitungszeiten? Also ich sag mal einen Unterschied vielleicht gegenüber so den vergangenen Jahren. Trotz dieses Saisonendes, auf das wir noch zu sprechen kommen, bist fit. Bist super fit quasi aus dem Urlaub auch zurückgekommen. Also ich habe gehört, super Leistungsdaten, super Werte. Ist das, wie soll ich sagen, im Vergleich zu den anderen Vorbereitungszeiten jetzt schon mal wieder auch ein weiterer Schritt in Richtung, ich konserviere so langsam auch meine Leistung, ich habe meinen Körper ganz gut im Griff gerade? Ja, ich glaube, ich habe meinen Körper seit gut 2, 3 Jahren, würde ich sagen, sehr, sehr gut im Griff. Ich hatte wenig Rückschläge in den letzten 2, 3 Jahren, muss ich sagen. 1, 2 Sachen ja, sind da noch dazugekommen. Das war mit dem Fuß zum Beispiel. Das war so. Aber ansonsten bin ich wirklich in den letzten 2, 3 Jahren, glaube ich, gut zurechtgekommen. Habe versucht, immer zu trainieren, weil es wichtig für mich ist, für meinen Körper einfach diesen Rhythmus zu haben. Und andererseits, wenn ich jetzt weiter aushole, war es für mich persönlich nicht zufriedenstellend, wie das, sag ich mal, die letzten Wochen und Monate für mich persönlich ausgegangen sind von der Spielzeit her.
Und ich hatte ja meinen Vertrag dann verlängert und habe mir einfach vorgenommen, nochmal richtig anzugreifen, quasi all in zu gehen und ja, dann nochmal alles aus meinem Körper rauszuholen, frisch zu sein. Und dazu gehört natürlich, dass ich, glaube ich, schon seit längerer Zeit mal 5 Wochen Urlaub hatte, die man dann auch merkt einfach, ne? Also ich meine, du hast dann nicht, nehmen wir mal an, du hast 3 Wochen Urlaub und die ersten 10 Tage machst du vielleicht gar nichts und dann fängst du halt wieder an. Und das sind dann halt, fehlen dir halt einfach 2 Wochen. 2 Wochen Absolut. Erholung, die sind, kann man sich gar nicht vorstellen, so viel wert in unserem Bereich, einfach wirklich komplett runterzukommen. Weil wenn du nur 3 Wochen hast, dann ist es halt, es geht einfach so. Ja. So, und diese 2 Wochen, extra Wochen, die sind einfach so viel wert für den Körper und vor allem für den Kopf, weil der Kopf unglaublich eine große Rolle spielt bei uns. Vor allem in der Vorbereitung, weil du auch 5 Wochen Vorbereitung hast oder 6. Und ich habe mich gut erholt und war wirklich frisch und konnte alle meine Sachen machen und dementsprechend war ich sehr, sehr zufrieden in der Preseason bis jetzt und ja, dementsprechend sahen die Ergebnisse so aus. Und neue Frisur, beziehungsweise auch selber Haarfarbe. Ja. Also ich überlege die ganze Zeit, also die uns jetzt nicht sehen wollten, wissen natürlich jetzt vielleicht das noch nicht, vielleicht haben sie schon natürlich gesehen, dass du sehr erblondet bist. Wir hatten mal ein Interview zusammen geführt, als du deinen Vertrag verlängert hast und haben uns auch so alte Kinderfotos angeguckt und auch so frisurentechnisch war das ja mal sehr interessant, haben wir auch gut gelacht darüber. Wie kam es zu dieser Frisur? Ich habe das ja mittlerweile mitbekommen. Auch Nico Hülkenberg in der Formel 1 beispielsweise erblondet. Alex Meyer ist erblondet. Gibt es eigentlich keinen Grund für. Also bei mir war es einfach spontan. Okay. War kurz vorm Urlaub. Nee, im Urlaub habe ich es gemacht. Im Urlaub habe ich es gemacht und gibt eigentlich keinen Grund dafür. Also zwar weder mit, ich glaube, Julian hat bei uns und Alex. Stimmt, Julian auch, ja. Weder abgesprochen noch irgendwie was anderes. Ich habe es dann auch erst später bei ihnen gesehen, dass sie es auch gemacht haben. So einfach machen. Genau. Warum nicht? Und wir haben damals darüber gesprochen, weil wir festgestellt haben, dass auch deine Tochter ja entschieden hat, deinen Vertrag auch zu verlängern, dir dazu geraten hat. Was hat die dann dazu gesagt, um das mal kurz rund zu machen? Also sie hat dich noch erkannt. Sie hat mich noch erkannt und ja, ich war ja dann irgendwann mit der Farbe und so, das brennt ja dann auch auf dem Kopf und so. Es tat schon sehr, sehr weh und dann hat sie mich dann ja, übertrieben gesagt, ab und zu getröstet und so, aber war schon lustig und sie hat auf jeden Fall gesagt, am Ende, Papa, du siehst gut aus. Hat mich dann nochmal in meiner Entscheidung bestärkt. Herrlich, das ist echt gut. Ich bin mir auch sicher, dass viele Fans dich in Amerika auch weiterhin erkennen werden. Ich weiß, dass du bist ja auch so einer, jetzt hast du natürlich in den vergangenen Jahren natürlich auch als Kapitän häufig im Vordergrund gestanden, aber eigentlich bist du ja auch nicht so der Typ und du magst es auch nicht so gerne, in den Vordergrund geschoben zu werden. Dafür hast du auch deine Menschlichkeit ja auch da und versuchst es auch viel intern auch was zu bewegen. Das ist dir ja manchmal auch nicht ganz so geheuer, ne? Permanent im Vordergrund vielleicht auch stehen zu müssen, auch als gebürtiger Dortmunder beim BVB. Jetzt sind wir hier in Amerika und es wurde uns eine Geschichte überliefert von einem, mit dem du auch sehr lange, sehr eng zusammengearbeitet hast, nämlich mit Ex-Physio Thomas Zetzmann. Der hat uns überliefert, da warst du in Florida, standest an der Ampel und plötzlich wurdest du nach Fotos und Autogrammen gefragt. A, stimmt die Anekdote und B, kannst du dich daran erinnern? Boah, das ist schon lange her. Wann kann das denn gewesen sein? Ja, ist ja egal, wann es gewesen ist. Boah, weiß ich wirklich nicht mehr. Überrascht dich sowas eigentlich? Also wirklich fern der Heimat, dann in Amerika, hier gibt's auch viele Fans in San Diego, dass man dann erkannt wird, weil ich denke mal, die meisten, die werden dich auch aus dem Fernsehen kennen, weil ja so oft in Amerika ist der BVB nicht unterwegs, du im Urlaub jetzt auch nicht jedes Jahr 3-mal hier in Amerika. Überrascht dich das immer noch so? Ja, schon. Also ich sehe mich persönlich, wie du gerade schon bei ein paar Sachen richtig gesagt hast, nicht so groß. Von daher ist schon erstaunlich, dass die Menschen so weit weg uns beim Fußball zuschauen, uns in Deutschland verfolgen und speziell dann beim BVB. Ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Ich meine, ist immer schön, wenn du
wenn du weltweit Fans hast, die dir folgen, die dich vielleicht mögen oder deine Art von Fußball, wie du Fußball spielst, mögen. Und das gibt dann schon persönlich ein gutes Gefühl. Trotzdem, wie ich das gerade schon gesagt habe, ist es dann schon so wow, ist schon sehr weit weg und du kennst mich so, das ist dann schon nochmal was anderes. Aber insgesamt ist es natürlich ein schönes Gefühl. So eine Art auch Anerkennung, ne, für das, was man in der Vergangenheit geleistet hat. Von daher ist das sehr, sehr schön. Aber es war ja zum Beispiel in Asien ja auch genauso, ne? Und ich meine, was macht das so mit dir, wenn du jetzt in Amerika bist oder in Asien bist mit Borussia Dortmund und siehst dann, jetzt bist du selbst ja Papa, kleine Kinder, Marco Reus oder Reus-Trikot, Reus Name steht hinten drauf auf dem Trikot, so ist es richtig formuliert, die dich echt nur aus dem Fernsehen kennen. Was macht das mit dir? Weil für die bist du einfach auch ein Idol, ja, vielleicht auch sogar auch Vorbild. Und die wollen alle Marco Reus irgendwann mal vielleicht werden, weil sie selbst Bock auf Fußball haben. Ja, ich find's Wahnsinn. Ich muss sagen, also wir alle, glaube ich, hatten mal Idole in unserem Leben und ich auch. Ich find's einfach Wahnsinn. Also wie die Leute dann reagieren, wenn sie dann einen wirklich sehen, wirklich face to face. Das dann für die ist das unbeschreiblich und man kann das auf unserer Seite oder ich kann das dann gar nicht so realisieren, dass es wirklich so krass für die Menschen dann gerade ist. Aber da siehst du mal, wie viel Liebe auch da drin steckt, ne? Also ich meine, die kaufen sich dann Trikots und andere Sachen vom Club oder vom Spieler. Und das ist schon dann sehr, sehr schön zu sehen und ist auf jeden Fall eine große Wertschätzung für einen. Mhm. Erzählst du davon auch dann so zu Hause? Also wenn du mal privat bist, Freundeskreis, Bekanntenkreis, Family, kommst jetzt zurück von einer Asien-Tour oder Amerika-Tour, ne, und schilderst genau diese Erlebnisse gerade. Ja. Ich glaube, ich hatte hier auch vor ein paar Tagen war das, glaube ich. Der kam dann, oder ich habe ihm ein Autogramm gegeben und der konnte es dann nicht fassen und hat dann auch angefangen zu weinen und so, ne? Und das ist dann schon krass, ne? Also so Idol und all das Zeug, was dazugehört, das ist dann schon auch heftig, weil wir es in dem Moment so, weil ich mir denke einfach, ich bin auch einfach ein normaler Mensch und mache halt einfach einen Beruf quasi, wo ich Fußball spiele. Natürlich wird das ausgestrahlt und es gucken ganz, ganz viele Menschen zu. Aber trotzdem ist es ein bisschen surreal in manchen Situationen. Und, aber gleichzeitig einfach schön zu sehen, dass man so viele Menschen begeistern kann, dass man so viele Menschen auch mit dem, was man macht, einfach begleitet und auch einfach vielleicht ein gutes Gefühl einfach mitgibt. Weil das ist so spannend irgendwie und darüber mir natürlich auch Gedanken gemacht. Wir kommen noch natürlich auf Sportliche, keine Angst, kommen wir noch drauf zu sprechen und auch über etwas nicht so schön Sportliches, was passiert ist, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber ich finde das halt mega interessant, weil du genau ja auch weißt, dass du so ein Privileg hast als Fußballprofi, so eine Karriere hingelegt zu haben. Natürlich gehört auch viel dazu. Du musstest auf sehr viel verzichten, ne? Auch schon in der Jugend logischerweise. Natürlich hast du ein großes Talent irgendwo herbekommen, um diese Karriere auch dann zu machen. Aber du musst natürlich auch mittlerweile, weil du eben auch einen großen Namen hast, beim großen Club spielst, über Jahre hinweg, auch auf vieles vielleicht auch verzichten. Wünschst du dir manchmal oder hast du dir das vielleicht mal zwischendurch gewünscht, entspannt ins Restaurant zu gehen, entspannt in den Urlaub zu fahren, keine Ahnung, Österreich, Schweiz, Mallorca, wo auch immer hin, nicht erkannt zu werden, dann dementsprechend einfach mal nur Marco zu sein mit deiner Frau, mit deinem Kind, also mal dir gewünscht, Fußballprofi wäre es mal schön, nicht geworden zu sein. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also ich muss wirklich sagen, ich freue mich irgendwann auf den Moment, wo ich wirklich, wo ich sage, okay, das war's und dann vielleicht ein paar Jahre später, wo man dann einfach nicht mehr in diesem Fokus ist, wo man dann vielleicht unbehelligt auch Dinge machen kann, die man vielleicht jetzt nicht so machen kann. Natürlich kannst du alle Dinge machen. Ich kann auch, oder ich gehe auch ganz normal in die Stadt oder ins Restaurant und weiß dann natürlich, okay, es kann zu Situationen kommen, wo du ein Autogramm oder ein Foto machst, aber das ist ja gar nicht schlimm. Aber natürlich hat man immer das Gefühl, beobachtet zu werden.
Und das ist dann vielleicht für Menschen oder für junge Spieler schwierig damit umzugehen, weil sie nicht die Erfahrung natürlich haben. Das legt sich dann, glaube ich, auch hinterher. Und so war es bei mir auch. Aber ja, also tatsächlich freue ich mich irgendwann auf den Moment, wo ich dann was machen kann, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, ich werde beobachtet oder was auch immer. Aber gleichzeitig weiß ich, dass ich, wie du es auch schon gesagt hast, ein unglaubliches Privileg ist, ja, erkannt zu werden und einfach auch gefragt zu werden, ob man ein Foto machen kann oder ein Autogramm bekommt. Das ist etwas, was ich mir früher nie ausgemalt hätte. Und das ja, lernt man dann wirklich erst später wirklich zu schätzen, wenn du ein gewisses Alter vielleicht erreicht hast und ein paar Erfahrungen mehr gesammelt hast in deinem Leben. Ich habe immer versucht, offen zu sein. Klar gibt es dann irgendwann Momente, wir sind auch nur Menschen und wir haben auch Gefühle, wo du vielleicht mal keinen guten Tag hast und einfach down bist. Das gehört einfach alles dazu. Aber ja, ich glaube, die Menschen haben da schon ein gutes Gespür für. Also Marco Reus freut sich auch mal irgendwann auf den Tag, wenn das Rampenlicht mal ausgeknipst wird. Ja, bei mir ist es ja noch, wirklich human, ne? Also ja, wenn wir über Hollywood Schauspieler reden, das ist krank. Gerade also, in so einem Land hier wie Amerika, ne, wo es so obwohl viele die Amerikaner Superstars sind ja einfach offener, ne? Ja, also ich meine, wenn du da irgendwo rumläufst, ich glaube, hier verhalten sie sich einfach ein bisschen anders. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen offener und die wissen das einfach, viel Show dabei und so. Aber vielleicht in anderen Teilen Europas etc., da ist es halt einfach nochmal ein bisschen anders. Und ich glaube, sie können auch echt gut gönnen, ne, die Amerikaner. Absolut, ne? Also kleiner Sprung, kurz mal eingeschoben, als mir gerade auch so einfällt. Jetzt reden wir alle über große Ablösesummen, ne, oder Transfersummen, Gehälter und dann ist häufig immer so mein Eindruck, wie kann der bloß 10, 20, 30 oder Mbappé kriegt jetzt irgendwie 700 Millionen angeboten. Hier habe ich immer den Eindruck, was ich mal so mitbekomme, auch wenn ich halt nicht hier lebe in Amerika oder ganz selten bislang da war, LeBron James, der kann einen 4-Jahres-Vertrag, 5-Jahres-Vertrag unterschreiben und da steht eine Summe drunter. Und ich habe immer das Gefühl, es regt sich hier keiner auf, weil alle das total wertschätzen, was der für eine Karriere gemacht hat, richtig, wie der den Sport präsentiert, ne, und vorangetrieben hat, ne, oder? Also, ja, absolut, ja. Das ist ja so ein bisschen das, was man in den Social-Medien-Kanälen auch so ein bisschen mitbekommt, ne? Das ist so diese Anerkennung, hier wird das, glaube ich, ganz groß geschrieben, dass wenn man ja gewisse Dinge einfach erreicht hat, dann ist es aufgrund, weil er auf viel verzichtet hat und wirklich alles dafür gegeben hat, das zu erreichen. Und das wird dann einfach hier auch anerkannt, egal ob er jetzt 5 Millionen oder 10 Millionen verdient. Klar kann man immer über diese Summen sprechen, ob sie zu viel sind, braucht man nicht drüber reden. Keine Frage. Aber kann ein LeBron James ja nichts dafür, dass ihnen ein Verein so viel zahlt. Und es ist immer so ein bisschen das Problem, ne? Da sieht man schon ein bisschen Unterschied, glaube ich. Die Art und Weise, wie es in anderen Teilen der Welt ist speziell hier in Amerika abläuft oder dann bei uns, da ist bei uns schon mal noch mal ein bisschen anders. Hat auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dass es ein schwieriges Thema ist, dass man darüber spricht, aber ja, ist halt einfach so und für mich ist es kein Problem. Manchmal eben so die Extreme mal Extreme sein lassen und mal auch einen Mittelweg irgendwie finden. Nicht immer alles super, nicht immer ist alles schlecht. Es ist ja wie im Fußball, endlos, ne? Also immer wie bei der Berichterstattung. Also es ist wenig dazwischen mittlerweile und das stört dann schon und das tut dann auch ein bisschen weh, weil wenn ich aus meiner Generation komme, dann war es halt da gab es noch dieses Mittelding und jetzt ist halt einfach entweder gut oder schlecht und ja, es gibt halt auch noch was dazwischen. Und, absolut. Das sollte man einfach nicht vergessen und ja. Mittelding. Vielleicht ist die Mannschaft, jetzt kommen wir aufs Sportliche, endlich. Ich habe schon eingangs erwähnt, du hast so viele Vorbereitungszeiten und Tage, Wochen schon miterlebt. Du kannst natürlich auch schon vieles gut einschätzen, hast ein gutes Gespür, nicht nur für dich selbst, sondern auch für eine Mannschaft, wie sie gerade so, ja,
wie sie gerade, wo sie gerade vielleicht steht. Was ist so dein Eindruck gerade? Wo befindet sich gerade so die Mannschaft? Ist das gerade noch so ein Mittelding? Oder sagst du, wenn ich das mal so vergleiche, vielleicht mit vor einem Jahr, ist das schon ganz ordentlich gerade? Ich glaube schon noch, dass wir noch ein bisschen Zeit brauchen einfach. Man darf nicht vergessen, wir haben mit Jude und mit Rafa jetzt speziell Spieler verloren, die uns von den Scorerpunkten her sehr, sehr viel gegeben haben letztes Jahr oder in den letzten Jahren. Und da verändert sich natürlich was auch in der Dynamik, im Spielstil von der Mannschaft. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Nationalspieler jetzt schon hier sind, 10 Tage oder so, kann das sein ungefähr. Ja. Ja, und das kann natürlich nicht von heute auf morgen passieren, dass da alles normal läuft. Marcel ist jetzt neu dazugekommen, gibt uns wieder ein neues Element. Von daher haben wir jetzt schon die letzten Tage auch genutzt, um einfach Automatismen reinzubekommen, um die neuen Spieler einfach daran zu gewöhnen, wie wir Fußball spielen wollen. Und ich glaube aber schon, dass der Großteil, der jetzt auch geblieben ist, dass wir natürlich wissen, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir verteidigen wollen, wie unser Spiel einfach aussehen soll. Und ja, ich glaube, dass wir gerade gut dabei sind, aber dass wir noch lange nicht fertig sind, so wirklich Fußball spielen zu wollen, wie wir es von uns auch erwarten. Und wie gesagt, das wird einfach ein bisschen dauern. Wie du schon gesagt hast, die Zeit ist sehr, sehr knapp. 2 Wochen geht schon eigentlich los. Aber das geht ja allen Mannschaften so, ne? Also jetzt haben wir auch relativ viele Vereine auch relativ spät angefangen mit den Nationalspielern. Von daher kommt es darauf an, dass man von Anfang an sehr, sehr erfolgreich ist, um dann einfach einfacher in diese Automatismen zu kommen, um einfach mehr Selbstvertrauen zu haben. Und dann läuft das auch alles ein besser. Und dafür müssen wir erstmal sorgen. Aber wir sind jetzt erstmal hier, um wirklich den Grundstein dafür zu legen. Und ja. Und es ist anstrengend, wie ich schon mal bei einer Trainingseinheit miterleben durfte, diese Box-to-Box. Die Box-to-Box, die waren Sprints, da haben einige, Julian Brandt hat dann in der Pressekonferenz oder von ein paar Journalisten gesagt, ich musste schon keuchen, das waren schon extreme Läufe dann noch hinten raus. Es gab jetzt nicht so den ganz großen Umbruch, wie zum Beispiel auch vor einem Jahr. Klar, Jude Bellingham, unfassbarer Spieler, der nicht nur aufgrund seiner Scorerpunkte geglänzt hat, sondern einfach auch schon einen Typ auf dem Platz dargestellt hat. Das in seinen jungen Jahren. Natürlich ein schmerzhafter Abgang, aber ich glaube, wenn Real Madrid anklopft, klar kann man es ihm auch jetzt nicht übel nehmen, zu den Königlichen gewechselt zu sein. Rafa, Guerrero, auch manchmal immer so ein bisschen unterm Radar geflogen, aber auch unglaublich wichtig für die Mannschaft. Also wirklich auch 2 starke Charaktere, 2 starke Persönlichkeiten. Aber lass uns mal über die Neuzugänge sprechen. Ramy Bensebaini lebt in Gladbach als so ein kompromissloser Spieler. Was hat er für einen Eindruck auf dich bisher machen können? Sehr, sehr gut. Hat wirklich in den ersten Trainingseinheiten wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Sehr, sehr ruhig am Ball, fordert auch auf den Ball, hat einen guten Touch einfach, eine gute Technik. Jetzt müssen wir einfach sehen, wenn das Spielfeld einfach ein bisschen größer wird, in welchen Situationen wir ihn mehr einsetzen können, wo er uns dann auch einfach mehr bringen kann im Offensivspiel. Ich glaube, defensiv macht er seine Aufgaben auch sehr, sehr gut. Muss man einfach sehen. Also das wird jetzt einfach in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen auch für ihn sehr, sehr wichtig sein, dass er sich schnell akklimatisiert, dass er sich an uns einfach gewöhnt, dass er dann natürlich auch versucht, weil er vielleicht in Gladbach anders verteidigt hat oder anders angegriffen hat, dass er einfach andere Bereiche noch abdeckt. Aber ich glaube, das wird ihm der Trainer schon selber auch sagen und er ist, glaube ich, ein sehr, sehr cleverer Spieler, der das auch selber auch sieht und ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich glaube, dass er uns der Mannschaft sehr, sehr viel geben kann. Kommen wir zu Felix Metscher. 30 Millionen Euro, haben auch einige gesagt, das ist auch schon mal Geld, ne, für einen 22-Jährigen, der in der vergangenen Saison quasi erst seinen richtigen Durchbruch erlebt hat, aber eine top-fußballerische Ausbildung genossen hat bei Man City. Ja. Ein Länderspiel schon mal absolviert, zusammen mit Lukas, mit seinem Bruder ja nach Wolfsburg gegangen, ist auch eine verrückte Geschichte.
1,90 Schlacks, aber laufstark habe ich ihn empfunden, zweikampfstark, kreativ, aber auch schnell, trotz seiner Größe, trotz seiner langen Haxen, so als Nachfolger von Jude ja auch tituliert. Ja. Wie kommt er bei dir an oder wie hast du ihn auch beobachtet, vielleicht schon beim VfL Wolfsburg? Ist er dir da schon aufgefallen? Ja, ich kenne ihn ja ein bisschen von der Nationalmannschaft auch, Genau, wir haben ja. da auch schon zusammengespielt und bringt auf jeden Fall alles mit, um ein wirklich sehr, sehr guter Spieler zu werden. Hat trotz, wie du schon gesagt hast, für seine Größe auch eine sehr, sehr gute Technik auch. Ist sehr, ja, sehr gewillt in seinen Aktionen auch, die zu Ende zu führen. Ich glaube, hat letztes Jahr in Wolfsburg, glaube ich, wirklich einen großen Schritt gemacht. Ich glaube, davor, die Jahre und so, war es immer so ein bisschen mal gespielt, mal nicht gespielt. Und letztes Jahr hat er dann unter Niko Kovac, glaube ich, einen riesen Schritt gemacht, auch in der Persönlichkeit. Und Niko Kovac sagt übrigens, das kann echt ein Weltklasse-Spieler werden. Ja, er bringt auf jeden Fall sehr, sehr viel mit. Und ich glaube, dass dieses reine Spielen einfach Woche für Woche als junger Spieler bringt er einfach so viel mit, vor allem dann in der Bundesliga auf einem guten Niveau. Und das sieht man dann schon. Wie gesagt, er bringt auf jeden Fall alles mit. Klar ist es bei Dortmund dann immer noch natürlich was anderes, auch vom Niveau her. Und du spielst dann alle 3 Tage. Daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. Das ist auch nicht alles von heute auf morgen. Aber ich freue mich auf ihn. Er ist auf jeden Fall ein sehr offener Typ, macht ein paar Späße. Ich glaube, dass er für uns auch sehr, sehr wichtig werden wird. Ja. Und ich finde ihn total auch bodenständig. Also das ist also eine sehr ruhige, aber sehr bodenständige Art. Also der weiß auch schon, dass er, wir haben über Privilege gesprochen, auch ein Privileg hat, Fußballprofi geworden zu sein. Ne? Also das vermittelt er jedenfalls. Nee, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast. Also trotzdem, also sehr, sehr offen, aber auch in gewissen Momenten dann einfach, wo er weiß, okay, ich muss jetzt zuhören. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, so habe ich ihn auch in der Nationalmannschaft einfach kennengelernt. Und die Spiele, die ich von Wolfsburg gesehen habe, waren auch sehr, sehr gut. Von daher war das auf jeden Fall ein guter Transfer, denke ich. Und Marcel Sabitzer war jetzt bei den Bayern, wir kennen ihn von RB Leipzig, war bei Manchester United ja noch ein halbes Jahr. Da haben, glaube ich, viele gedacht, was wechselt der zu Manchester United? Und da hat er echt viele Spiele gemacht, war zwischendurch noch mal verletzt. Aber Erik ten Hag, der Coach von Man United, hat ihn oft auch gebracht und auch Tore geschossen, wichtige Tore geschossen. Wie hast du ihn beobachtet? Weil so lange kennst du ihn wahrscheinlich jetzt noch nicht. Genau, ein Tag, ja. Ein Tag ist er da. Was bringt er euch vielleicht auch für die Mannschaft? Weil das ist ja schon einer, auch so ein Box-to-Box-Player, ne? Der kann Tore erzielen, aber ist auch ein, ja, wie soll ich sagen, gegen den spielt man vielleicht auch nicht ganz so gerne. Ja, ich habe ja auch schon ein paar Mal gegen ihn gespielt, jetzt egal ob es mit Leipzig oder mit Bayern. Aggressiv, immer beim Mann, will, glaube ich, auch immer vorwärts verteidigen, gibt dir einfach, glaube ich, auch neue Elemente im Spiel, wie du es schon gesagt hast, Box-to-Box, macht einfach viele, viele Wege und es ist, glaube ich, aber auch torgefährlich. Ne? Also er hat viele, viele Tore auch geschossen. Auch so aus der Distanz, ne? Was vielleicht auch euch ganz gut wieder zu Gesicht stehen könnte. Auch mal außerhalb der Box auch mal einen guten Schützen dann zu haben, ne? Ja, wieder ein neues Element einfach reinzubekommen. Ne? Und ja, man wird es jetzt einfach sehen. Also muss man natürlich ihm auch ein bisschen Zeit geben, einfach anzukommen, einfach das Gefühl zu kriegen fürs Team, weil es einfach natürlich was anderes ist, wo er vorher war, die letzten Stationen. Und ja, ich glaube, für ihn auch einfach ganz wichtig. Deshalb hat er ja auch wahrscheinlich auch sehr, sehr lange unterschrieben, einfach, um einfach für ihn auch, sage ich mal, ein Statement zu setzen, dass er jetzt wieder einen neuen Anlauf starten möchte und dass er einfach ja eine gewisse Struktur wieder hat in seinem Spiel. Ja, ich hoffe, er wird uns sehr, sehr viel bringen und ich freue mich drauf. Eigentlich eine ganz gute Breite im Moment, ne? Im Kader? Ja, doch schon. Also das, was natürlich verloren gegangen ist, ist natürlich immer schwierig, auch in der Qualität, sage ich mal, wieder zu holen. Aber erinnere dich, was los war, als Erling den Verein verlassen hat. Ja, klar. Jeder gesagt, wer soll die Tore machen? Ja. Und ihr habt jetzt in der vergangenen Saison nicht nur 24 Tore geschossen. Nee, wir haben tatsächlich, glaube ich, in der Rückrunde vor allem, glaube ich, die meisten Tore geschossen. Hatten da eine gute Torausbeute, weil wir dann auch so ein bisschen Lauf hatten. Wie gesagt, also das
es wird schon klappen. Wir müssen die Qualität einfach auf den Platz weiterbringen. Haben jetzt wirklich neue Verstärkung bekommen. Sepp sehe ich auch noch, ja, nicht als Neuzugang, aber ich meine, jetzt hat er mal eine vernünftige Vorbereitung und ist wirklich von Anfang an dabei. Das siehst du einfach, ne? Der hat einfach ein bisschen gebraucht, aber hat's unfassbar, war für mich bei der Saison wirklich viel unterm Radar, was da abgelaufen ist, weil er der Mannschaft unglaublich viel hilft mit seinen Aktionen, die man gar nicht sieht. Aber wir sehen das, die zu Torchancen führen oder dann zu Toren oder zu großen Möglichkeiten. Er macht uns ja schon sehr, sehr viele Wege frei und ich glaube, dass er uns nächstes Jahr oder dieses Jahr sehr, sehr viel bringen kann noch. Heißt so ein bisschen, um das ein bisschen abzurunden, also offensiv würde ich mir jetzt auch keine großen Sorgen machen, weil Doniel hat gerade in der Rückrunde echt super funktioniert. Karim war ja zwischendurch auch mal verletzt, ist dann auch hat auch eine gute Saison einfach gespielt. Darf man nicht vergessen, ist jetzt seine zweite Saison bei Borussia Dortmund, die jetzt kommt. Ja. Also da ist ja auch noch was zu erwarten letztendlich. Mit dem verstehst du dich ja richtig gut mit Karim. Ja. Also offensiv mache ich mir gar keine Gedanken, so großartig. Eher defensiv noch, weil ihr habt zu viele Gegentore bekommen. Ja, also ich glaube schon, dass das Hauptaugenmerk natürlich auch daran liegt, dass wir einfach weniger Gegentore kassieren. Wir haben dann letztes Jahr, glaube ich, zu viele Spiele dabei gehabt, wo wir dann einfach, ja, wir sagen immer unnötige Gegentore, ist es dann im Endeffekt auch, wo wir dann einfach nicht das Tor verteidigt haben mit dem letzten Willen. Oder dann vielleicht auch ab und zu mal Pech hatten. Ja, das sind dann so Sachen, wo man dann hinterher dann auch denkt, so ja, hätte gar nicht dazu kommen müssen. Sind dann leider so gekommen. Aber ich glaube schon, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir weniger Gegentore bekommen müssen. Da einfach ein bisschen zielstrebiger arbeiten müssen, wir alle im Gesamten, im Kollektiv. Weil so gewinnst du dann auch leicht, in Anführungsstrichen, Spiele und dann hast du natürlich mehr Punkte auf dem Konto. Absolut. Ich kann es dir nicht ersparen, Marco. Ja, gerne. Ich glaube, du wusstest schon, was auf dich zukommt. Ach so, jetzt fällt es mir gerade wahrscheinlich ein. Ja, schnell verdrängt vorher noch. Ja. Wir müssen ein bisschen zurückgucken. Ja, kein Problem. Vergangene Saison. Kann man gerne machen. Was war da los? Also vor dem letzten Saisonspiel gegen Mainz schon Tage, die ganze Woche, glaube ich, wurde geplant, Borsigplatz und so weiter und so fort. Und dann gucken wir den 34. Spieltag und ihr spielt 2-2 gegen Mainz. Und ich frage jetzt nicht, wie so eine klassische Frage normalerweise lauten würde, ob das vielleicht der bitterste Moment für dich war in deiner Karriere. Das steht außer Frage, glaube ich, wenn man so dicht davor ist, erstmals Meister zu werden, damit Borussia Dortmund in deiner Karriere. Viel wichtiger ist aber, du hast es dann ja bei Instagram ja 2-3 Tage später geschrieben, was in dir vorgegangen ist. Hast du dir das Spiel nochmal angeguckt? Nee, ich wirklich nicht. Also, nee, habe ich nicht. Also es war relativ schnell für mich klar, dass ich schnell dann auch raus wollte und einfach meinen Urlaub starten wollte. Hat dann 2-3 Tage einfach gedauert. Ich wollte dann wirklich eine Zeit für mich verbringen, mit meiner Familie verbringen einfach. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, war eher ein Semi-Moment für uns alle. Haben uns das alle natürlich anders vorgestellt. Wie du schon gesagt hast, haben viel geplant. War nahezu ein perfekter Tag. Also Wetter war top. Ich habe beim Warmmachen haben wir uns alle noch angeguckt, haben gedacht, wie laut soll das eigentlich hier sein? Ich habe es noch nie in meinem ganzen Leben so laut gehört. Das Stadion, das war unfassbar. Viele sagen, es war dann ein zu perfekter Tag, um deutscher Meister zu werden. Es war wirklich auf dem Platz, war es unfassbar am Anfang des Spiels oder beim Warmmachen, was da los war. Und dann ist es so gekommen, wie es gekommen ist. War für uns alle ein richtig, richtig schwieriger Moment und ein harter Schlag, weil wir ehrlich gesagt nach Augsburg ein unfassbar gutes Gefühl hatten. Nicht nur, weil wir Erster waren nach dem Spieltag, sondern
Einfach weil wir einfach ein gutes Gefühl hatten und einfach das Gefühl hatten, jetzt sind wir dran. Und muss dann halt schon sagen, dass Mainz einfach wirklich ein unfassbar gutes Spiel gezeigt hat. Gegen uns waren unfassbar aggressiv gegen den Ball, hat die Räume sehr, sehr gut zugemacht und wir haben dann lange kein Mittel gefunden. Und ja, am Ende ist es so ausgegangen und ja, war ein bescheidener Tag für die Stadt. Ich meine, du hast deine Gefühle versucht aufzuschreiben in den Social-Kanälen. Darüber gesprochen, so richtig hast du noch gar nicht, ne? Oder? Du hast es nur geschrieben. Oder hast du gab es schon mal einen Moment, dem du das öffentlich habe ich nicht öffentlich gemacht, nicht, ne? Nee. Also es ist erstmal öffentlich quasi. Ja. Und ich bin mir sicher, dass du dich nochmal reinversetzen kannst in diese letzten Minuten und auch in die Minuten nach Abpfiff. Ich wurde gefragt, ob ich Bock hätte, nach Dortmund zu kommen, um das Spiel live im Stadion zu sehen. Und ich habe dann gesagt, ich habe lange überlegt und habe dann gesagt, nee, ich bleib zu Hause, ich möchte mir das in Ruhe angucken. Und wie du weißt, lebe ich ja in München und habe dann gesagt, ich feiere dann und fahre mit einem schwarz-gelben Schal durch München durch. Auf dieses dünne Eis begebe ich mich dann und habe das dann zu Hause alles mitbekommen. Natürlich ist es anders, logischerweise auf dem Sofa, und habe dich natürlich dann gesehen, zusammengekauert, natürlich auch deine Tränen gesehen. Haben natürlich erlebt, was dann auch im Stadion los war. Erst diese Stille und dann dieses also ich glaube, das gab es vielleicht noch nie und wird es vielleicht auch so in der Form nie wieder geben. Diese Anfeuerung, dieser Versuch dieser Fans und aller Fans, vielleicht dann noch 75.000, um die Mainzer mal ein bisschen abzuziehen, die euch da versucht haben, wieder aufzurichten, die gesamte Mannschaft. Nehmen uns mal ein bisschen mit, was so in diesen Minuten nach Abpfiff mit dir, in dir los war. Dich haben sie gefordert, du hast es erzählt, du hast es geschrieben, bist reingegangen, weil es sich vielleicht auch alles so überfordert hat, übermannt hat vielleicht auch. Wie war das konkret? Also was ist so was ist da passiert bei dir? Ja, erstmal, wie du schon gesagt hast, war es unfassbar, wie die Fans reagiert haben. Direkt nach dem Spiel. Wir saßen da noch, auch nach dem Spiel oder auch einen Tag später und so haben wir noch mit ein paar Leuten noch drüber gesprochen, was die da abgerissen haben, vor allem nach dem Spiel. Das hat dann schon von sehr, sehr großartige Größe gezeigt in dem Moment. Weil sie natürlich alle auch natürlich enttäuscht waren und alle waren bereit, die große Party zu starten und wir waren auch bereit. Ja, und dann realisierst du es eigentlich gar nicht sofort. Also ich habe dann, natürlich weißt du in dem Moment, okay, du hast es nicht geschafft, aber was dann wirklich so irgendwie durch den Kopf geht, ist wirklich schwierig zu beschreiben. Man ist da wirklich komplett bei sich und hört wenig, was drumherum passiert, sondern einfach du versuchst dann irgendwie ja, das Spiel dann sofort irgendwie, also ich hatte irgendwie das im Kopf so, okay, was ist falsch gelaufen und hätte alles nichts gebracht, ne? Also am Ende kannst du es nicht mehr ändern und es war dann einfach so eine Leere, weil man das ganze Jahr und vor allem die letzten Wochen einfach unfassbar die Energie aufgebracht hat, in der Situation einfach zu stehen und man ist ein Step davon entfernt, das tatsächlich zu schaffen. Das war dann schon sehr, sehr hart, muss ich sagen. Also wie du es auch schon gesagt hast, war wahrscheinlich der härteste Moment in meiner Karriere. Einfach weil man sich natürlich so sehr wünscht, für einen selber natürlich, aber auch für die Fans, für die Stadt. Ich meine, wir haben es über 12 Jahre jetzt nicht geschafft und das macht natürlich was mit einem. Trotz der Pokalsieger, aber eine Meisterschaft ist halt nochmal was anderes und ja, wir haben uns immer ausgemalt, okay, am nächsten Tag, was da los gewesen wäre auf dem Borsigplatz. Und ja, ich lag dann halt auf dem Boden und es war einfach
wirklich ein Moment so der Ohnmacht, ne? Also man weiß dann auch nicht so richtig, wie man reagieren soll und alle siehst dann ein bisschen um dich herum, sind alle am Boden und für mich war dann einfach, ich bin dann einfach reingegangen, weil ich konnte einfach nicht mehr. Ich wollte einfach für mich sein, wirklich für mich selber, ohne dass Menschen mich drumherum einfach angucken. Ich wollte das erstmal für mich wirklich erstmal verarbeiten und mir selber auch in den Spiegel schauen und einfach für mich sein. Und ja, hinterher muss ich dann sagen, ich war dann abends auch und mit meiner Familie. Und dann tat es mir schon leid, dass ich dann einfach reingegangen bin, ne? Weil in dem Moment habe ich es aber einfach nicht wahrgenommen, dass dieser starke Moment von den Fans einfach da war und ich war einfach nicht in der Lage, etwas zurückzugeben, so in dem Moment. Und das habe ich dann erst später wirklich realisiert und wer mich kennt, der weiß, dass ich ja immer versuche, sage ich mal, offen zu sein und auf die Fans auch zuzugehen und denen auch was zurückzugeben. Aber in dem Moment war ich einfach nicht in der Lage, muss ich ganz klar sagen. Und muss auch sagen, dafür schäme ich mich auch null und das ist diese Menschlichkeit, haben wir ja gerade gesprochen. Absolut, absolut. Die hat mich einfach, das hat mich einfach übermannt. Und es war sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. War dann so erster Halt, den du dann auch bekommen hast von der Familie? Ja, auf jeden Fall, klar. Weil ich kann mir vorstellen, also ohne jemals in so einer Situation gewesen zu sein, also vielleicht nach einer Niederlage, Mensch, ärger dich nicht oder so, ja. Man macht es mit sich aus, aber also nochmal ganz weit weg davon. Ich finde es gerade auch so bemerkenswert, ehrlich von dir. Ich glaube schon, dass man sich vielleicht auch in einer gewissen Situation dann auch alleine fühlt, ne? Wenn du dann bist für dich in dem Moment, ja, und du realisierst es ja auch noch gar nicht, wie du gesagt hast. Es ist ja schwierig, so einen bitteren Moment mit sich selbst auszumachen. Ist dann die Familie der erste Halt gewesen? Ja, absolut, klar. Also hast natürlich danach schon mit verschiedenen Leuten, mit einer Familie telefoniert und mich natürlich versucht aufzumuntern. Aber brauchen wir nicht lange drüber reden. Also das ist dann halt echt nicht, schwer. Ne? Ja, genau. In dem Moment, ja, es ist dann wirklich so dieses Gefühl, ich meine, haben vielleicht auch viele Menschen einfach nicht, weil sie Fußball spielen, sondern in anderen Berufen und so, dass sie halt eine Niederlage kassiert haben, die richtig wehtat und ja, aufgrund, weil du die Situation auch nicht so heftig kennst, so nah dran gewesen zu sein, weißt du auch nicht, wie du reagieren sollst und was es auch mit dir macht. Also das ist halt so eine Situation, okay, wie reagierst du jetzt? Du denkst gar nicht drüber nach, okay, muss ich jetzt das machen, muss ich jetzt das machen? Es war einfach instinktiv. Ich wollte für mich alleine sein und zwar sollte nicht irgendwie respektlos oder was weiß ich rüberkommen, unseren Fans gegenüber. Es war einfach sehr, sehr schwierig in dem Moment und ja, es war ein schwieriger Moment, ja. Aber wie lange hat es gedauert? Also das alles überhaupt erstmal selbst in den Griff zu kriegen quasi, weißt du? Also über so eine, es ist dann einfach auch eine Niederlage. Du bist zwar, es fehlt ein verdammtes Tor im Grunde genommen, 34 Spieltage lang. Also wir können viele Spiele aufzählen, wo Borussia Dortmund auch Punkte liegen gelassen hat. Ist ja gar keine Frage. Am Ende ist es wurscht. Ja? Am Ende ist es ein Tor. Genau. Egal wie es ist, ob Sebastian den Elfmeter macht und so weiter, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das sind ungelegte Eier. Wie lang hat es gedauert, so was aufzuarbeiten? Schon lange, muss ich sagen. Also, ich sag mal, für mich war es dann einfach wichtig, rauszukommen. Das versuche ich immer nach der Saison zu machen. Einfach nicht so schnell wie möglich, aber relaxed einfach in den Urlaub zu fliegen, weil ich da einfach mehr das Revue passieren lassen kann und mehr einfach abschalten kann und darüber nachdenken, zu denken, ja, was hätte besser laufen können, was hättest du besser machen können und das kann ich besser im Urlaub und vor allem mit meiner Familie und du hast natürlich versucht, dich ein bisschen abzulenken am Anfang, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Du hast dann irgendwann auch Zeit gefunden, mit Leuten zu sprechen einfach, um aus deren Sicht auch einfach, so wie sie es einfach empfunden haben. Wie gesagt, es gab ja auch wunderschöne Momente, ne? Also im ganzen Stadion drumherum, eine Woche vorher und so. Und
Da hat es auf jeden Fall 1, 2, 3 Wochen auf jeden Fall gedauert, bis man das wirklich mal so abgeworfen hat, ne? Und dann kommt halt so ein bisschen die neue Energie, einfach dieses, okay, was ist an diesem Tag und in der Woche einfach auch alles passiert, so, ne? Welche Energie hat man da gespürt von der Stadt, von den Fans, und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, einfach, okay, das kann auch ein geiler Startschuss sein, einfach für eine geile Neusaison. Und ich glaube, das, was wir vor allem gelernt haben oder was wir vielleicht auch erreicht haben, ist diese Gemeinschaft mit unseren Fans wieder. Ich glaube, dass das ein großes Pluspunkt werden kann. Einfach, dass sie unterstützen uns immer, egal wie wir spielen, wie das Ergebnis aussieht. Aber ich glaube, jeder von uns Spielern auch, hat so ein bisschen gemerkt, so, wow, was die alles nochmal abgerissen haben, vor allem nach dem Spiel. Das war dann halt nochmal so, vielleicht dieser Prozentpunkt, so, den man vielleicht dieses Jahr einfach braucht. Und ja, da habe ich dann mit ein paar Leuten auch drüber gesprochen, und wir hatten alle schon auch dasselbe Gefühl, dass es so ein bisschen nochmal ein engerer Schulterschluss war zwischen uns und den Fans, und dass wir ein bisschen mehr BVB-like wieder waren, so wie die Leute uns aus der Ferne auch wahrnehmen. Und ja, das ist so das, was mir am meisten hängen geblieben ist. Hast du auch den Eindruck, dass, weil du sagst, jetzt erst recht, wächst dann so ein bisschen auch daraus? Hast du auch einen Eindruck von allen Spielern? Julian hat es ähnlich gesagt, ne? So eine Motivation, die plötzlich heranwächst, in die heranwächst, und zu sagen, so, ich lege meine Messlatte noch mal ein bisschen höher. Hast du den Eindruck von allen, die da mit dabei waren, dass jetzt so eine jetzt erst recht, ich will nicht sagen Mentalität, dafür ist noch der Zeitpunkt viel zu früh, das müssen wir sehen, wie die Saison ja auch dann läuft, aber so eine positive Motivation daraus erwachsen ist? Die hat euch ja irgendwann mal wieder getroffen, ne? Und ja, klar. Vielleicht spricht man ja auch noch mal über den Tag. Oder ist das komplett in der Mannschaft gar kein Thema gewesen? Nee, ehrlich gesagt war es gar kein Thema mehr. Okay. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht mehr drüber reden, wie wir alle wissen, was passiert ist. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das bei uns so war. Jetzt, also Julian zum Beispiel hat er erzählt, hat Nico Schlotterbeck im Urlaub getroffen. Und nochmal beide irgendwie das so ein bisschen rekapituliert. Und beide sind dann eben zum Schluss gekommen, so, jetzt greift man mal so richtig an und jetzt schöpft man daraus Motivation. Deswegen frage ich halt so, ne, ob das nochmal so ein Thema innerhalb der Mannschaft war und wie es angekommen ist. Ja, also im Prinzip müssen wir einfach versuchen, diese Energie, die wir in der letzten Saison, in den letzten Wochen aufgebracht haben, vor allem in der Rückrunde, dass wir die einfach versuchen beizubehalten, und dass wir uns da aber auch in vielen Bereichen verbessern, wie weniger Gegentore zum Beispiel zu bekommen. Und dann sind wir gut aufgestellt, aber wir wissen alle, dass eine neue Saison einfach neue Geschichten schreibt, und dass jeder 0 Punkte hat, und dass es alles sehr, sehr schnell gehen kann, dass man da den Faden verliert, und dementsprechend sind wir da, glaube ich, gut beholfen, dass wir da einfach nicht zu viel über letzte Saison sprechen, sondern wir haben neue Spieler dazu bekommen, wir haben ein paar verloren, und wir müssen jetzt einfach zusehen, dass wir so schnell wie möglich zusammenwachsen, dass wir versuchen werden, natürlich so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, brauchen wir nicht drüber reden. Und unser Ziel ist es trotzdem weiterhin einfach ganz oben zu stehen, und nicht nur, weil wir letztes Jahr so knapp davor waren, sondern einfach, weil es auch einfach unser Anspruch ist. Wir wissen natürlich auch, dass Bayern sich verstärken wird und verstärkt hat, und da auch eine große Messlatte hochgesetzt hat. Aber man hat auch letztes Jahr gesehen, dass einiges möglich ist, und wir müssen einfach versuchen, weiter bei uns zu bleiben, diese Energie, die wir aufgebracht haben, immer weiter fortzuführen und die Qualität hochzuhalten. Im Urlaub ist aber natürlich noch was passiert. Nicht nur aufgearbeitet, das, was da am letzten Spieltag passiert ist, vielleicht auch in der Saison passiert ist, sondern du bist dann zur Entscheidung gekommen, die Kapitänsbinde weiterzugeben. Nach vielen, vielen Jahren in der allerersten Reihe der Verantwortung. Ein Kapitän wird gerne auch zum Interview natürlich dann gebeten, sowohl in positiven als auch in negativen Zeiten. Sollte sich da meistens immer stellen, was ja manchmal auch nicht ganz so einfach ist dann, nehme ich mal an, auch wenn man die Binde trägt. Und ich habe viel gelesen,
und weil du dich ja dazu ja auch öffentlich auch noch nicht geäußert hast, und viele haben vieles hineininterpretiert. Warum macht er das jetzt? Wird er dadurch freier werden? Also, oder ist er dann befreiter, wie er dann aufspielt, weil er vielleicht eine gewisse Verantwortungslast am Arm nicht mehr hat, weil er dann eben nicht mehr in Anführungsstrichen permanent zum Interview dann muss nach dem Spiel und sich erklären muss oder die Mannschaft erklären muss. Also da wurde sehr, sehr viel spekuliert, wie ich fand. Manchmal auch so nach dem Motto, ich habe mit ihm gesprochen und ich weiß, warum er sich abgelegt hat. Ja, ist ja oft so. Ne? Ist ja oft so dann, ne? Was ist der wahre Grund? Warum hast du entschieden, als Dortmunder Jung bei deinem Verein du hast ein Jahr nochmal drangehangen, vielleicht wären es nochmal 2 oder 3, je nachdem wie der Körper ja auch mitmacht, wer weiß, genau. Warum hast du für dich entschieden, so offen und ehrlich, das ja auch mit Edin besprochen und mit Sebastian Kehl besprochen, die Kapitänsbinde weiterzureichen? Ist es dann wirklich so, fühlt Marco Reus sich befreit? Nein, also natürlich ist es nicht so, dass wenn man, egal ob man die Binde hat oder nicht, also da fühlt man sich weder befreiter noch unbefreit. Das ist totaler Quatsch. Wie gesagt, ich hatte sehr, sehr viel Zeit im Urlaub über gewisse Dinge einfach nachzudenken. Hatte dann kurz vor Ende der Saison meinen Vertrag verlängert und hatte einfach das Gefühl, mein inneres Bauchgefühl und mein Herz haben mir einfach gesagt, okay, es könnte jetzt eventuell der Zeitpunkt auch sein, zu sagen, okay, das war's jetzt mit der Binde. Es ist einfach ein Zeitpunkt, wo die Mannschaft, habe ich gemerkt, auch gewissen Schritt gemacht hat, sich neue Spieler hervorgehoben haben, wo sich neue Hierarchien auch vielleicht entwickelt haben. Da habe ich einfach gemerkt, okay, es könnte auch was Positives haben, einfach diesen Schritt zu gehen. Es war dann tatsächlich so, dass ich dann das immer so ein bisschen hin und her war, ne? Also weil ich habe es wirklich mit Ehre und es war unfassbar dieses Gefühl für diesen Club. Ich bin hier geboren und das kann man gar nicht beschreiben. Und jedes Mal als erstes den Platz betreten zu dürfen, das ist eine unfassbare Ehre und das hat mich wahnsinnig stolz gemacht. Hast du eigentlich immer, wenn du die Wahl gewonnen hast, ne? Hast du Anstoß genommen oder hast du immer die Seite, oder hast du geguckt? Ja, erstmal habe ich immer versucht, die zweite Halbzeit also zu Hause jetzt auf die Süd halt zu spielen, einfach weil sich das so gehört und das ist einfach so. Das habe ich für mich immer festgestellt. Aber ich habe versucht, trotzdem immer den Ball zu haben. Also irgendwie. Aber ich hatte da ehrlich gesagt nie so einen richtigen. Tim ran nur so ein. Ja, so ein richtiges Plan hatte ich da nie. Ich wollte einfach, okay, wenn wir zu Hause spielen, immer zweite Halbzeit auf die Süd. Das war mir am wichtigsten. Aber der Rest war mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt egal. Also kommen wir zurück, also immer so ein Hin und Her, ne? Mach ich's nicht, ne? Genau. Dann kam aber irgendwann immer so ein bisschen, redet man natürlich auch mit seinen engsten Leuten und war dann einfach, für mich habe ich dann festgestellt, okay, damit kannst du umgehen. Also ich habe trotzdem viel Verantwortung für mich selber und versuche sie den jungen Leuten mitzugeben und das Ding ist halt, es wird halt von außen immer viel rein interpretiert und viel gedreht und jetzt, keine Ahnung, das ist immer ein bisschen skurril und das stört mich dann auch in dem Moment, dass man viele Dinge nicht so wahrnimmt und war dann, um da nochmal zurückzukommen, sehr, sehr schnell dann auch in der Entscheidung, muss ich sagen. Also es hat nicht lange gedauert, um wirklich festzustellen, okay, das ist jetzt der Schritt, den ich gehen möchte. Und habe dann mit Sebastian und mit Edin auch gesprochen und dann ist es halt zu der Entscheidung gekommen und ich habe mich mit Binde und ohne Binde fühle ich mich genauso leicht wie immer. Und es hat nichts damit zu tun, ob man sie trägt oder nicht, sondern man versucht immer sein Bestes zu geben, egal ob man sie hat oder nicht. Das hast du mal klargestellt. Also ich fand das auch sehr kurios, als ich das dann überall mal so gelesen habe. Ja, du weißt ja, wie es ist. Ne? Am Ende gibt es Klickzahlen und das gehört auch dazu.
Nur ich habe wenig Lust gehabt in meiner Karriere und jetzt auch nicht, mich ständig über Dinge oder über Dinge zu sprechen, die ich einfach nicht viel Wertschätzung geben möchte, einfach weil sie Humbug sind und weil sie unwichtig sind und es gibt so viele andere wichtige Dinge. Von daher beziehe ich da selten Stellung. Im Mannschaftsrat bist du ja noch weiterhin. Genau, ja. Und es gibt einen neuen Kapitän, Emre Can, der vor ein paar Tagen auch erst seinen Vertrag verlängert hat. Vize Gregor Kobel, Dritter Niki Süle. Was hältst du von deinem Nachfolger, von Emre? Top, finde ich gut. Also Emre hat ja auch schwierige Jahre hinter sich hier, muss man sagen. Hat er ja auch selber gesagt, dass er da so ein bisschen eine Wandlung durchgemacht hat in den letzten, nicht nur halbes Jahr, sondern im letzten ein Jahr, würde ich sagen. Verrückt eigentlich, ne? Eigentlich so vor einem knappen Jahr noch einer der möglichen Verkaufskandidaten gehandelt worden und eine unfassbare, wie ich fand, Rückrunde vor allen Dingen gespielt. Obwohl er Innenverteidiger, rechter Verteidiger, 6, 8, also den konntest du ja überall hinstellen letztendlich. Schon famos auf jeden Fall. Ja, unfassbar. Wie gesagt, hatte schwierige Jahre bei uns bis vor einem halben Jahr und dann irgendwie, er war ja noch im Wintertrainingslager, war dann auch noch krank, wo wir in Marbella waren und fing eigentlich gar nicht so gut an das Jahr für ihn. Und dann hat es auf einmal Klick gemacht. Also dann hat er, ich weiß nicht, gegen wen das erste Spiel gemacht, weil der war ja noch gegen Augsburg und gegen Mainz, glaube ich. Nee, gegen Mainz hat er sein erstes Spiel, glaube ich, gemacht, so richtig. Wenn ich mich nicht recht erinnere, ja. Kann das sein? Das musst du doch wissen, Mensch. Nein? Wir auf jeden Fall auch ein paar Kollegen sitzen, die ganz eifrig zuhören und die auch kurz mit den Achseln gezuckt haben. Genauso wie der Interviewführer hier, auch ich muss mit den Achseln zucken. Okay, ist ja auch egal. Du hast alle Infos, ich glaube, es war so. Am Ende hat er irgendwann sein erstes Spiel wieder gemacht und hat es so gut gemacht, dass der Trainer ihn halt immer wieder aufgestellt hat. Und er hat dann wirklich unfassbar gute Spiele gemacht, muss man wirklich sagen. Also er hat eine geile Entwicklung genommen, auch von der Persönlichkeit her. Ja. Also er ist ein persönlichkeitsstarker Mensch, das ist er einfach. Trotzdem sehr ruhiger Zeitgenosse, der die Sachen sehr, sehr gut analysieren kann. Und ja, man hat schon gemerkt, dass dann natürlich mehr und mehr auch die Verantwortung mehr übernommen hat in den letzten Wochen und Monaten zusammen mit uns. Und ja, es ist eine gute Wahl. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wartet eine Menge Arbeit auf ihn. Aber er kriegt von uns komplett die Unterstützung und ja, hat es auf jeden Fall verdient. Und er macht auch den Mund auf, ne? Auch intern, ne? Auch in der Kabine, ne? Und auch, ich finde, von Mikros scheut er sich auch nicht, die Wahrheit zu sagen, tatsächlich. Ja, natürlich. Also nochmal Kontra zu geben, ne? Ja, natürlich. Es gehört einfach dazu. Es ist immer ein Ding, so ein Zwiespalt, ne? Ich meine, wie wir es gerade schon gesagt haben, es werden viele Dinge dann irgendwie anders ausgelegt, wie sie wirklich sind. Oder es ist halt immer ein schmaler Grat. Und da ist einfach wichtig, dass man sich einfach nicht verändert und dass man sich treu bleibt und dass man trotzdem das Gefühl hat, man hat eine gute Verbindung in der Mannschaft und hat Leute um sich herum, die auch für dich da sind, weil man alleine es nicht richten kann. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und ich freue mich für die Jungs. Und deine Rolle, wir haben mal bei der Vertragsverlängerung mal ein bisschen drüber gesprochen, du hast es auch eben gerade schon mal erwähnt, auch ein Grund, warum du die Kapitänsbinde weitergereicht hast, um auch die Jungen zu unterstützen, vielleicht auch mal eine neue Hierarchie aufkommen zu lassen, vielleicht auch mit jüngeren Spielern tatsächlich sie da mit reinwachsen zu lassen. Wie siehst du deine Rolle? Weil du bist auch in der vergangenen Saison, war es nicht so einfach für dich persönlich, häufig auch von der Bank gekommen, warst eben nicht Stammspieler in der vergangenen Saison. Wie siehst du deine Rolle in der kommenden Saison, die aus BVB-Fansicht hoffentlich nicht deine letzte wird, auch wenn du nur ein Jahr erstmal verlängert hast? Ja, also wird sich nicht so viel ändern. Ich habe halt die Binde nicht am Arm und aber trotzdem werde ich weiterhin versuchen, den Jungs zu helfen, meine Meinung zu sagen, so wie ich es vorher auch gemacht habe und Emre dabei einfach zu unterstützen,
ja, dass er ein starker Kapitän einfach wird und dass er die Unterstützung von mir hat und von den anderen Jungs. Und, ja, einfach weiter den Club vorantreiben, die Mannschaft voranzutreiben, gewisse Dinge weiter ins Rollen zu bringen. Ja, ansonsten bleibt soweit alles beim Alten. Also habe auch da die Verantwortung, einfach weiterzumachen und für mich auch selber einfach sich auch gar nicht rauszunehmen. Nur weil jetzt man nicht mehr Kapitän ist, heißt das nicht, dass man jetzt weniger sagen soll oder wie auch immer, sondern bin alt genug, habe viel Erfahrung in meinem Leben gesammelt und das versuche ich den Jungs weiterzugeben und ganz normal. Das heißt, wenn ich möglicherweise oder vielleicht auch ein Kollege von mir da stehen sollte am Spielfeldrand und nach einem Interview fragt, nach dem Spiel, und wir fragen Marco Reus an, dann kommt Marco auch. Ja, verändert sich ja nichts. Also es bleibt alles beim Alten. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir wollen allmählich zum Schluss kommen. Ich finde es eh schon überragend, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und manchmal sagt man so Podcasts, entweder dauern sie 30 Minuten, manche hört man sich super gerne auch ein bisschen länger an. Und ich finde es echt, also ich kann ja nur von mir reden, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer das sehen. Total spannender Einblick und dann kann man sich auch ein bisschen länger anhören. Ich habe gesagt, es könnte vielleicht deine letzte Saison sein. Man weiß es ja nicht. Du bist ja noch jung, du stehst im Saft. So ein Titel wäre schon nicht so ganz unwichtig, wieder nochmal zu holen, oder? Egal welcher. Ja, Meisterschaft wäre halt schon nochmal was anderes, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Am Ende ist Oder machst du eigentlich jetzt gar keine Gedanken mehr, weil du weißt, boah, es kann so viel zusammenkommen, es kann auch so viel passieren. Ja, du brauchst schon das perfekte Jahr, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Um Bayern wirklich über 34 Spieltage zu schlagen, brauchst du ein perfektes Jahr. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist einfach so. Sie müssen, sagen wir immer, Schwäche zeigen, aber ja, du brauchst wirklich ein perfektes Jahr. Und das bedeutet, dass du konstant bist, dass du Siege einfährst, dass du Spiele gewinnst, wo du schlechter bist, Spiele gewinnst, wo du in der 93. erst das Siegtor schießt. Am Ende ist es scheißegal, weil da redet kein Mensch mehr 2 Tage später drüber. Wir intern ja, aber die Leute da draußen eher weniger. Und dann hast du eine Chance. Aber ansonsten wird es sehr, sehr schwierig. So realistisch sind wir und muss man auch sein. Das ist sehr, sehr schwierig. Ist einfach, sie über 34 Spieltage zu schlagen. Aber wir haben gemerkt, vor allem letztes Jahr, dass es möglich ist, wenn wir so zusammenhalten und diese Energie, wie ich das schon gesagt habe, aufbringen, wie wir es vor allem in der Rückrunde gezeigt haben. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass es genauso in Anführungsstrichen weitergeht, nicht wie im letzten Spieltag, aber halt die Rückrunde. Und dann noch versuchen, dass wir ja ein paar Sachen einfach verbessern. Ich glaube, vorletzte Frage, Marco. Ich habe dich danach schon bei der Vertragsverlängerung gefragt. Trotzdem machen wir das hier nochmal im Podcast. Wir haben über den Torrekord gesprochen bei Borussia Dortmund, Adi Preisler. Und ich gucke nochmal nach. Ich glaube, es sind noch 16 Tore, wenn wir alle zusammen richtig gerechnet haben, die noch fehlen. Und ich meine, du hast Stimmt das? Ja. Danny? Ja. Redaktion, Danny nickt. Ja, top. Danke. Und ich glaube, du hast auch, wenn ich mich richtig erinnere, damals in dem Lokal, wo wir gesessen haben, bei der Vertragsverlängerung oder nach der Vertragsverlängerung gesagt, Adi Preisler brauchen wir nicht drüber reden, Legende, ist ja gar keine Frage. Aber sowas reizt dich schon nochmal, ne? Ja, das wäre so wie Karim mal sagt, geisteskrank. Also habe ich ja damals auch schon gesagt, dass es unfassbar wäre, weil das malst du dir halt nicht aus, ne? Dass du erstens so lange bei dem Verein spielst und zweitens die Möglichkeit hast, eventuell in deinem letzten Jahr Adi Preisler zu überholen. Es war bei Susi schon so, dass es unfassbar war. Wie viele Spiele hat er gemacht? 600 gefühlt. Davon bin ich ein bisschen entfernt. Ja, es wird mir auf jeden Fall ein richtig, richtig schönes Gefühl geben und einfach so, ja, du stehst halt ganz oben, ne? Das macht halt irgendwas mit dir und das macht einen auch einfach stolz und das ist auch, ja, nicht Genugtuung, aber es ist so, ey, du hattest viele Momente, wo viele Leute an dir gezweifelt haben und nicht gedacht haben, dass du wiederkommst und
hast es doch immer wieder geschafft, auf Biegen und Brechen, aber ja, es wäre ein geiles Gefühl, glaube ich, und ich hoffe, dass es nächste oder dieses Jahr klappen wird. Ja, ich werd alles dafür geben und versuchen, jede Torchance zu nutzen. Das beobachten wir alle. Ja. Letzte Frage, Marco. Ein geiles Gefühl, hast du gerade gesagt. Wäre auch ein geiles Gefühl auf die älteren Tage. Europameisterschaft im eigenen Land? Ja, natürlich. Also, ne, du weißt, ich bin so einer, der nicht so weit vorausschaut. Ja. Und, gut, die nächsten Länderspiele sind im September und zuletzt hat es ja ein bisschen geruckelt. Sagen wir mal so. Ja, es hat ein bisschen geruckelt, ja. Natürlich, also abschreiben will ich es auf keinen Fall. Also wenn ich mich top fühle und ich spiele auch eine gute Saison und bin zufrieden mit mir und der Bundestrainer ist auch zufrieden und er sagt, Marco, hör mal zu, auf dich kann ich in dieser Form nicht verzichten, dann bin ich dabei und freue mich auch und werde alles dafür geben. Aber das ist jetzt wirklich, wirklich weit weg, weil am Ende muss ich meine Leistung auf dem Platz zeigen. Ich möchte spielen, das ist das Allerwichtigste und danach kann man dann über andere Dinge sprechen. Und ich muss einfach dafür sorgen, dass ich gesund bin und dass ich spiele und versuche 16 oder 17 Tore zu schießen. Und dann kann man sich über andere Dinge dann unterhalten. Ich glaube, dann wird, die Wahrscheinlichkeit größer, dass du mit dabei bist. Bevor ich dich entlasse, Podcast, ist das was für dich? Wollen wir nicht mal zusammen einen machen? Toni Kroos macht das so mit Bruder Felix. Ja. Sogar während der aktiven Zeit. Einfach mal looken, ne? Oder wie ist das? Einfach mal looken. Einfach mal looken. Ist gar nicht schlecht übrigens. Ja, ist echt gut. Okay. Ja, ich bin offen dafür. Also ich werde jetzt wahrscheinlich kein Moderator oder so. Aber so wenn du noch jemanden hier so dabei hast und so, da kommst du ja gut ins Gespräch und du hast dann die Kontakte, weißt du? Und ich habe auch ein paar, kenne ich auch, aber dann holen wir uns immer so einen Gast da rein und sprechen über Gott und die Welt. Das wäre schön, ja. Immer verschieden. Ja, aus Amerika, lass mal einfliegen. So, gleich einfliegen. An Spaß. Wir lassen die gleich einfliegen. Wir müssen hier hinkommen. Wäre das jetzt ein Deal eigentlich oder so? Oder? Ich meine, so den Podcast eigentlich? Wollen wir mal drüber reden? Kann man mal machen. Privat drüber reden? Kann man mal machen. Ja? Ja. Warum nicht? Und alles spätestens dann nach der Karriere. Dann haben wir haben wir Zeit. Ja. Ich nagel dich drauf fest. Alles klar. Komm auf mich zu. Marco, ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Überragendes Gespräch. Danke für deine ausgiebige Zeit. Sehr, sehr gerne. Hoffentlich tolle Saison, erfolgreiche Saison. Bleib fit. Mach ich. Und ich nagel dich fest. Alles klar. Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Kein Problem. Danke, Marco. Gerne.